3 Meter Lamajun. Dann bist du der Erste, der eine goldene Memberkarte zugesteckt bekommt. Und damit würde ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß dir. Let's go. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück auf unserem Hauptkanal Big M und natürlich einer neuen Challenge. Wir sind extra wieder nach Berlin gereist, denn aktuell gibt es nichts Viraleres als Yunus Emre. Mega Döner, Mega Bowl, Mega Dürüm und vor allem, weswegen wir heute hier sind, Mega Lamajun. Es geht nämlich um Folgendes. 3 Meter Lamajun, wie gesagt, das Ganze geht gerade so krass viral, weil die einen Ballermann nach dem nächsten raushauen. Mega Döner über 5 Kilo, Mega Dürüm über 2 Meter. Aber was wir noch nicht hier hatten, ist ein 3 Meter Lamajun. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir hatten schon mal 1,5 Meter Spare Ribs Leiter. Halleluja. Ei, 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 ei. Wir hatten schon mal 4 Meter Currywurst. Boah. Halleluja. 8 Meter Currywurst, wie geil ist das denn? Wir hatten schon mal 2 Meter Dürüm. Oder soll ich den fetzen? Scheißegal. Leute, Wenn du pass drauf. das schaffst, was willst du? Was willst du? Pass auf, der kostet auch jetzt eigentlich 200. Okay. Wenn ich den schaffe, 200 Euro Cash auf den Tisch. Auf geht's in die legendäre 2 Meter Dürüm Challenge. Und jetzt der 3 Meter Lamajun ergänzt so ein bisschen die Reihe auf unserer Food-Rekord-Saga. Plus natürlich gerade eine virale Challenge, die abgeht. Das wollen wir uns anschauen, wie das Ganze gemacht wird und natürlich, ob das auch zu schaffen ist. Deswegen würde ich sagen, let's go. Ich habe einmal Yunus Emre hier, der ist bekannt durch TikTok. Ich habe gehört, schon über fast 1 Million Follower hast du auf TikTok, Richtig. weil du seit 4, 5, 6 Jahren dieses Döner-Game so ein bisschen Social Media geliked hast. Genau. Ne? Und aktuell geht aber, ich sag mal, Mein dein großer Kamerad, ne, dein großer Bruder Hassan, noch mehr viral, Genau. weil der aktuell für die Mega-Challenges sorgt, so ungefähr. Ne? Hassan, auch dich erstmal, grüß dich. Ne? Grüß dich bei Ihr dir. seht schon, der hat die Handschuhe schon präparat, denn 3 Meter Lamajun, habe ich gerade schon gesagt, ne, wartet auf uns. Ne? Ich freue mich mega drauf und wenn es einer schafft, dann bist du das. Ja. Also, der Big M steht nicht nur umsonst. Big M für Big Mega. Hat das jetzt schon mal einer, ich sag mal, versucht haben schon viele Hassan, ne? Habe ich jetzt gesehen, ne? Hat Schafft noch schon mal keiner. jemand geschafft? Keiner hat Leider, es noch noch geschafft. nicht. Leider. Ihr jetzt mal irgendwas geschafft? Mega Döner, Mega Bowl, irgendwas? nichts. Nix. Also, vielleicht ist das ja der Start von der Serie hier, dass wir sagen, ne, weil 3 Meter Lamajun hatte ich noch nicht. Wir starten da mal und wenn es vielleicht gut funktioniert, gehen wir mal an, ich sag mal, Mega Döner oder so ran. Ne? Vor allem auf unserem Zweitkanal kommt noch die Mega Bowl später. Das ist mit bis zu Riesen-Challenge. 10 Leute. Also das wird geil. Ja, was erwartet uns? 3 Meter Lamajun, ne? Wie sieht das Ganze aus, Hassan? Was wirst du machen? Wir wollen 3 Meter Lamajun für dich Ja. und wir fangen gleich an. Was kommt da alles drauf? Erstmal machen wir da frische Lamajun, Ja. ganz frisch. Ja. Und danach machen wir schöne Soße und Ja. ein bisschen Salat. Ja. Und wir haben traditionell Berliner Döner und Steak-Döner. Das heißt halb und Ich halb. wollte siehst du, halb ne? und halb machen. Perfekt. Wenn du sagst, ist okay. Mega, ich probiere mal gerne was, ne? Auch verschiedene Soßen und sowas alles dazu Wir haben wahrscheinlich, hier ne? 6 verschiedene Soße, Kräuter, Knoblauch, Schaf, Curry, Honig, Sesam und Iskender. Ja. Hast du schon mal Iskender gehört? Habe ich gehört, ja, ist diese Tomatensoße, ne? Richtig. Ja, klar, immer, ich bin halt türkisch oder was ungefähr, ne? So bei so vielen Döner und so, wie ich mittlerweile esse, war. Nee, Spaß beiseite. Das nennt man reines Integration. Kenn ich mittlerweile ganz gut. Aber meine Lieben, ich habe echt Bock, nicht nur, ich sag mal, das Ganze als Erster zu schaffen, sondern wirklich einen geilen Lamajun zu essen. 3 Meter, das passt perfekt in die Serie. Ich würde sagen, wir legen los. Die einzige Frage, die ich mich noch stelle, damit überrasche ich euch jetzt so ein bisschen. Ich habe einen Lifetime-Pass, ne? Was ist denn, wenn ich das schaffe? Kostenloses Essen für die Ewigkeit? So, Natürlich. Dann, ja? Natürlich. Retalk? Ist es okay Du für wirst, euch alle? noch hat keiner von uns eine goldene Memberkarte bekommen. Dann bist du der Erste, der eine goldene Memberkarte zugesteckt bekommt. Die Challenge Yunus steht an. Emre. Dann würde ich sagen, meine Lieben, let's go. Halleluja. Genauso habe ich es auf TikTok gesehen und genauso habe ich es mir auch vorgestellt, obwohl die Länge doch echt krass ist. Länger und nicht dünner. Meint ihr das ernst? Das ist ja 3 Meter Lamajun. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gesehen habt. Also der 2 Meter Dürüm war ja schon mal geil. Aber Hassan,
Der 3 Meter jetzt hier Lamajun, das sieht brachial aus. Es passt noch nicht mal auf den Tisch drauf. Alles für dich. Alles für mich. Größer als du. Ja, normalerweise ja für, was würdest du jetzt sagen? Also 3 haben es ja immer mal versucht, nicht geschafft. Was würdest du sagen jetzt, für wie viele Personen wäre das jetzt so, wenn du das fertig machst? Letztens 4 war hier. Nicht geschafft? Wir haben 1 Stunde gegeben. Ja. Nicht geschafft. Ja. Wir geben dir 90 Minuten. Oh, aber weil ich alleine bin? Weil du bist allein. Okay, dankeschön. Okay. Dankeschön. Okay, dann- Was meinst du denn, wie viele realistisch? 6 Leute? 7 Leute? Für das? Ja? Guck mal. Oder noch mehr? Sowas für eine Person ist reicht. Ja, Das ist okay. für eine Person. Also sagen wir Das ist ungefähr 7 Personen. 7 Personen. Okay, krass. 7 normale Personen. Oh, 90 Minuten, Leute. Okay, Hassan, ich würde sagen, Nicht allein. ich mache mich ready, Yunus, Spaß. ne? Und dann, oh, da würde ich sagen, dann legen wir das so richtig los. Ne? Wenn wir das schon so ein Spektakel hier haben, geil. Ich stelle die Stoppuhr auf, wenn ich 90 Minuten habe. Oh, und dann habe ich vor allem Hunger, meine Lieben. Let's go. Also, Hassan, ich würde sagen, auf geht's. Okay. In die legendäre Mega Lamajun Challenge. 3 Meter stehen vor uns. Ha, ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. Ich auch. Es winkt Essen für die Ewigkeit bei Yunus Emre. Und damit würde ich sagen, viel Spaß. Viel Spaß dir. Let's go. So, meine Lieben, damit fangen wir an, würde ich sagen. Das Geile ist, die haben uns das schon hier so schön vorgeschnitten und hier seht das, es ist halt nicht nur Lamajun in dem Sinne, wie man es kennt, ich sag mal mit dem typischen Hackfleisch, sondern wirklich auch ein Lamajun, der komplett gefüllt ist. Und das 3 Meter. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wie wir das anziehen sollen, aber ja, wir versuchen es einfach mal. Ich stelle mir die Stoppuhr mal kurz hier zur Seite und dann gehen wir in den ersten bisschen rein. Steakdöner haben wir und ich glaube, das andere ist Kalb. Kalb, ne? Also, Steak und Kalb gehen rein. Geil. Halleluja. Ihr habt zum Beispiel auch noch nie Lamajun türkische Pizza. Oh, spicy sogar. Oh. Ja, die haben mich extra gefragt, weil ich für eine Soße haben will. Haben jetzt Kräuter, Knoblauch und Schaf drauf gemacht. Eigentlich auch genau das, was ich liebe. Aber was ich noch nie gegessen habe, ist tatsächlich ein Lamajun, türkische Pizza mit Fleisch, weil es sonst ja schon nur mit dem Hackfleisch immer so ist. Ne? Oh, mega lecker. Aber wenn ich überlege, dass noch gefühlt 2,99 Meter jetzt vor mir sind, ist das schon heavy. Boah, schmeckt sehr frisch. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt. Das ist natürlich auch immer so die Sache, dass wenn in Anführungsstrichen das fertig gemacht wird, weil es auch so groß und viel ist, dass es kalt ist. Aber der Vorteil wirklich ist jetzt, dass das Brot natürlich, türkische Pizza sowieso ja aus dem Ofen kommt. Das heißt, das war warm, das Fleisch ist warm. Und wenn es jetzt eingerollt ist, könnte es auch auf Dauer warm bleiben. Zumindest so, dass man es noch gut essen kann. Boah. Ja, wie knusprig das ist. Was die auf jeden Fall gemacht haben, ist auch noch komplett Salat rein. Und 100 Pro noch ein Schuss Zitrone, weil man so ein bisschen diese diese Säure so ein bisschen schmeckt. Aber schau mal hier. Die haben auch, glaube ich, extra 2-3 Lagen Alufolie drum gemacht, damit es noch, ich sag mal, wärmer bleibt. Aber, ne, ihr seht hier, so sieht's aus. Ich bin mal gespannt, vielleicht nehme ich mir nachher doch ein Messer, weil man es nicht 100%ig abreißen kann. Aber, meine Lieben, damit würde ich sagen, oh, ist das Lamajun-Spektakel angerichtet, serviert und bereit zu verspeisen. Auf geht's in den legendären Lamajun-Rekord von Yunus Emre. 3 Meter stehen vor uns. Mal schauen, wie weit wir kommen. Let's go. Wir haben es jetzt so gemacht, ne, dass wir den Lamajun kurz gedreht haben, weil gerade auch in den Livestreams, vielleicht auch im YouTube-Video, ich weiß es nicht, haben dann halt viele gesagt, sie sehen halt nichts, wenn es so weit weg ist. Ne, das ist halt, ich sag mal, der Nachteil jetzt, wenn wir sowas Langes haben. Aber so machen wir es jetzt. Ich kriege mal von vorne ein Stück abgeschnitten und dann sehen wir so nach und nach, was kommt. So werde ich noch ein bisschen bedient und kann hier nach und nach mir so einen richtigen Dürren und vielleicht habt ihr auch eher eine Relevanz, wie viel immer so ein Stück ist. Ich glaube, das ist jetzt so ein doppelter Lamajun, nicht Dürren, doppelter Lamajun. Und damit würde ich sagen, ja. Oh, geht's hier unten auch schon rein und damit würde ich sagen, ja, gehen wir rein nach. Retalk, Leute, unabhängig von der Challenge, schmeckt sehr lecker. Meine ich wirklich ernst. Also da können sich auch die Gäste, die nachher kommen, wenn wir noch in die 15 bis 30 Kilo Mega Bowl Challenge reingehen, auf jeden Fall freuen. Damit haben wir auf jeden Fall unser erstes Stück, was wir abgeschnitten bekommen haben, durch. Motivation, Applaus bei dir. Danke. Und ich würde sagen, wir lassen uns noch ein neues Stück abschneiden.
wir kriegen das nächste Stück abgeschnitten. Gefühlt der nächste halbe Meter. Yunus, ich danke dir vielmals, mein Lieber. Also, wir gehen in den nächsten halben Meter rein. Ne? Vorne alles hier. Ihr seht auch, wie fett es einfach ist. Ne? Unabhängig davon jetzt, wie fett das Teil ist, wie lang das ist, wie geil die Challenge ist. Es schmeckt unfassbar gut. Ne? Also hier ist wirklich drauf alles an Salat, Eisbergsalat, Tomaten, Zwiebeln, der Rotkohl, Steak-Dönerfleisch. Dann haben wir Kalbsfleisch plus, ich sag mal, dieses Juicy von dem Lamajun, was man ja sowieso kennt mit dem Hackfleisch. Ne? Und dazu warm. Also das ist schon geschmacklich für mich besser jetzt schon und auch angenehmer zu essen als bei der Dürüm-Challenge. Wie gesagt, man kann ja überlegen, ob man den Mega-Dürüm auch noch macht, aber da hätten wir tatsächlich schon was. Deswegen wollte ich mal den Lamajun testen. Und das hat sich, glaube ich, Stand jetzt auf jeden Fall gelohnt. Zumindest schon mal die ersten Schritte. Wie es nachher weitergeht, keine Ahnung. Das nächste Ding soweit durch. Machen wir mal Mund sauber. Und der liebe Hassan wartet schon darauf, uns das nächste Stück abzuschneiden. Sehr gerne, mein Lieber. Hälfte ist fast fertig. Hälfte ist schon? Fast. Das ist zu krass. Aber ich merke langsam immer mehr, wie ich stopfe, ne? Alter, das ist ja nicht nur normal. Schaut euch das Ding mal an. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist, aber der ist auch dicker als sonst, ne? Das ist doch dicker. Ist auch dicker, ne? Ja, also das sieht man auf jeden Fall, weil... Also wenn ich den würde ich ja nicht bei euch kriegen, wenn ich ihn normal bestellen würde, so ungefähr. Oder so ein Lamajun. Normale Lamajun ist bis hier. Und noch mal ein bisschen dünner Ganz wahrscheinlich ehrlich, auch, ne? wenn ich esse so, ich werde satt. Du wärst satt? Ja. Okay. Ich kann nur so essen. Ja. Ich glaube, es ist bei vielen so, ne? Ich danke dir auf jeden Fall mal. Und damit würde ich sagen, gehen wir ins nächste rein. Es bleibt dabei. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Noch geht's gut runter. Aber was ich natürlich auch immer sage, gerade am Ende wisst ihr das selbst, oder wenn ihr Videos ja öfter verfolgt, wird es immer umso schwieriger. Ich überlege gerade, welche Seite ich anfange. Ich glaube tatsächlich von... Ja, ich glaube, hier war, glaube ich, ganz gut. Dann schiebe ich den mal so ein bisschen hoch. Weil dann war nämlich gerade ganz gut unten, dass ich unten so ein bisschen, ich sag mal, zumachen kann. Wie gesagt, man merkt schon, dass es sehr schwierig zum Essen ist. Aber es geht. Irgendwie essen kann man immer. Und wenn wir uns irgendwo einschmieren oder sauen, dann können wir das hier auf dem Kanal machen. Und damit würde ich sagen, gehen wir fast schon, ja, nee, doch in die zweite Hälfte des Lamajuns rein. Halbe Stunde haben wir um. Es kann sein, dass natürlich jetzt die Zeit da ein Faktor wird. Zum Glück haben wir 90 Minuten. Aber auch, ich sag mal, 180, 200, 300 Zentimeter vor uns. Ne? Oh, ich danke dir. Ich danke dir sehr nett. Ja, bitteschön. Nur nichts abbeißen, du. Ja. Dankeschön. Rein, weiter geht's. Damit haben wir, neben kleinen technischen Problemen, was die Streams angeht, aber jetzt auch das nächste Stück Lamajun soweit durch. Und was man wirklich schon merkt, ist, es wird langsamer. Langsamer, vorsichtig gesagt. Aber wir haben jetzt auch schon mehr als die Hälfte gefühlt geschafft. Oder, ja, ich sag mal etwas mehr als die Hälfte. Oder knapp die Hälfte. Auf jeden Fall, ja, Hassan ist schon bereit fürs nächste Stück. Braucht man nicht mehr schneiden, du kannst das so nehmen. Ja, schön wär's, schön wär's. Das war Spaß. Aber ich glaube, so 3 Stücke, ja, 3 Stücke sind es wahrscheinlich noch. Boah. Und es wird nicht weniger, ne? Es wird nicht weniger. Danke dir. Ich habe gehört, noch 53 Minuten Zeit, ne? Du hast noch viel Zeit. Viel Zeit, aber ich werde auch langsamer, merke ich so langsam. Weil, Du bist fast fertig. ja, na, fast werde ich nicht. Also, ich sag mal so. Nicht mal 1 Meter, oder doch? Für 1 Meter? Ja, aber wer würde jetzt noch 1 Meter überhaupt essen, so, ne? Und bei mir steht es jetzt nach... Du, natürlich. Ja, da 2 Meter dran. Du hast viel Zeit. Ess mal langsam. bist du doch der Pick. Ja, also ich gebe Gas. Ich habe schon ein bisschen Schluck aufbekommen, Leute, habe ich gerade im Stream gesagt und so. Aber weil es auch so juicy und ich sag mal so leicht runterbekömmlich ist. Genau, nehmen das Messer lieber mit, genießen. sonst werde ich ein bisschen, sonst werde ich dazu noch was machen. Genau, weiterhin genießen, weiterhin gut gelassen, aber auf die Zeit achten. Oh, weiter geht's oder los geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel Stück das ist. Ich glaube, 4. Stück vom Lamajun. Und ich würde sagen, damit hätten wir, wenn wir das jetzt schaffen, schon 2 Meter geschafft. Da sind wir schon im Dürrenbereich. Darf ich mal ganz kurz nur einen Vergleich zeigen? Ja, mach mal. Ja? Damit die Leute mal sehen, den Vergleich. Ja? So Leute, ich habe mein letztes Stück soweit durch. Also ich habe auch gesagt, ich werde das große nehmen. Das ist jetzt ein normaler Dürüm. Das ist der normale Lahmacun, wenn du ganz normal Einzug Ich sage mal manchmal Dürüm, ey. Ich ist ja auch vertausche Dürüm, manchmal. weißt du, da hast ja nichts Verkehrtes gesagt. Das ist schon Unterschiede, ne? Das ist schon wirklich Riesenunterschiede. Ja.
Ja, ich mache jetzt meinen Challenge hinter Kamera. Damit würde ich sagen, habe ich jetzt mich drauf eingelassen, weil es einfach ein Spektakel ist. Ich esse das Ding, versuche das Ding jetzt nochmal so zu essen. Warte, wir machen jetzt die richtig schön, dass du gemütlich essen kannst. Okay. Mega. Bitteschön. Du Mega, bist mega. Du bist weg. Der sieht wie frisch jetzt aus, du. Ja. Der sieht wie frisch aus. Also Leute, damit habe ich nochmal, ich sag mal, so einen schönen neu verpackten bekommen, in Anführungsstrichen. Haben sie mir nochmal schön neu angepackt, weil sie sagen aber, ne, ich habe die ersten jetzt so geil gut gegessen. Auch angenehm, ich sag mal, fürs Aussehen und dementsprechend soll ich es jetzt genauso machen. So haben sie mir den jetzt nochmal ein bisschen anders verpackt, weil es auch, ich sag mal, von der Länge her jetzt nochmal der längste ist. Und damit geht es rein ins letzte Stück. Wahrscheinlich was R2 sind. Aber viel Zeit auch nicht mehr, ne? Müssen wir uns ranhalten. Huch. Wir haben jetzt etwas über eine Stunde um. Ich habe es gerade auch im Chat schon mal so ein bisschen erwähnt. Ich merke, ich werde ein bisschen ruhiger, weil ich mich jetzt ein bisschen mehr konzentrieren muss tatsächlich. Es ist auch nicht mehr viel, aber ihr könnt, ich denke mal, vielleicht der eine oder andere kennt es von euch selber, wenn man einfach voll ist oder schon gut was gegessen hat, dann ist jedes Stück, was man noch zusätzlich isst, gerade von, ich sag mal, einer Sache, die man jetzt schon die ganze Zeit eine Stunde isst, immer ein Stückchen mehr. Und dementsprechend werde ich ein bisschen ruhiger, ein bisschen stummer, kriege ein bisschen mehr Schluck auf. Aber vielleicht wird es jetzt nach einer Stunde auch mal Zeit, was zu trinken. Ich denke mal, holen wir jetzt gleich ein Schlückchen was. Und solange versuche ich definitiv noch ein bisschen voranzukommen. Bin optimistisch, dass wir es in der Zeit schaffen. Aber das wird noch, könnte tatsächlich noch eine engere Angelegenheit werden, als man zu Anfang vielleicht dachte. Damit kommen wir wirklich zum Ende. Und das ist das, was ich gerade auch noch mal meinte. Dadurch, dass ich den Dürüm den Lamajun am Ende so runtergehalten habe, ist unten nochmal die ganze Soße gewesen. Deswegen hat es das nochmal am Ende so schön flutschig gemacht. Aber ich würde sagen, damit auch nichts übrig bleibt, gehen wir zusammen das letzte Stück rein. Kratzen hier nochmal ordentlich was von der Platte, damit die Platte auch sauber ist. Nehmen jetzt das letzte Juicy Stück. Brauchen noch kurz was zum Kauen und haben in 1 Stunde 24, 1 Stunde 25, je nachdem wie man es nimmt, die 3 Meter Lamajun Challenge von Yunus Emre geschafft und damit, ich sag mal, den ersten Rekord, das erste Mal etwas in der Mega-Version von diesem viralen aktuell Dönerladen-Videos geschafft und Halleluja. War das nicht nur anstrengend, sondern war das vor allem auch lecker geil. Aber wirklich richtig geil. Ich bin aber wirklich fertig gerade. Also hab nicht viel getrunken gebraucht, weil es halt so saftig auch war von der Soße, alles drumher, vom Fleisch her. Auch wenn man sich vielleicht gerade fragt, wo stecken gerade 3 Meter drin. Aber ich merke es ja auf jeden Fall für meine Verhältnisse. Und dementsprechend würde ich sagen, hole ich die anderen jetzt gleich dazu, genieße noch einen Schluck Wasser und was ich hoffe, was es hier auch gibt, ist natürlich eine kleine, süße Nachspeise, die ihr nie fehlen darf, für ein bisschen Geschmack und natürlich für einen Abschluss. Wir sehen uns gleich wieder. Ach, Halleluja. Ihr lasst es euch aber auch nicht nehmen, ne? Also alles in großen Portionen und meine Güte. Oh, es sieht so geil aus, ne? Das wird so eine Geschmacksexplosion werden. Darf ich? Das ist der richtige Ansatz, wie man das isst. Boah. So, Die untere Seite auf den oberen Gaumen. jetzt eine neue Challenge. 5 Minuten. Kein Scheiß. Es glaubt vielleicht jetzt keiner. Oder doch, einige glauben es. Ich schwöre es euch. 5 Minuten würde ich das Ding, glaube ich, jetzt sogar noch weghauen. Weil es jetzt süß ist und ich könnte gerade so richtig jetzt so... Also meine Geschmacksnerven, die kriegen gerade so wie so eine Art Suchtfaktor, weil es so dieser ganz andere Geschmack jetzt gerade ist, ne? Also wenn du das jetzt in 5 Minuten schaffst, dann muss ich eine Challenge geben, dass ich dir den Laden übergebe. Also, ihr habt gehört, ich werde noch Ladenbesitzer hier heute, wenn ich das jetzt in 5 Minuten schaffe. Ne? Hat er schon umsonst essen, eine Minute darf mit Essen gehen. Ich kann von dem Maximum 3 Stück essen. 3 Stück? Ja. Ja, dann muss ich die ja mindestens schon mal essen. Was ist denn das noch? Das ist ein anderer, ne? Ja, das ist was anderes. Willst du probieren? Gerne. Das ist so wie Churros, musst du dir jetzt Ja, vorstellen. das. Ah, Ich liebe das. Das sagen wir Tulumba. Das ist ganz bekannt bei uns. innen drin ist eine Füllung, ne? Ja. Was ist das für eine Füllung? So Teig und was Das noch? ist Sherbet. Also das Sherbet, ist, ja. Sherbet bedeutet halt der Aufguss, ne? Der Aufguss nochmal ist drin und ja, wird karamellisiert.
Am besten so. Wird karamellisiert, nochmal drüber. Schmeckt sehr lecker. Ich glaube schon jetzt würde ich mich eher für den Baklava entscheiden. Aber schmeckt schon sehr lecker, muss man schon sagen. Einen schönen Schwarztee. Gerne einen Schwarztee? Nee, danke dir. Ich muss jetzt ein bisschen Platz für die zweite Challenge noch aufbewahren, bevor es gleich weitergeht. Aber ich würde sagen, ich mache noch den Lifetime-Pass fertig, das Buch, holen wir den nächsten Stempel ab und dann bereiten wir uns schon auf die zweite Mega Bowl Challenge hier vor, die natürlich auch noch ansteht. Ich sag mal mega vielen Dank an euch, ne, für die Mega Lamajun Challenge, für Mega Baklava und ich sag mal jetzt gleich auch auf unserem Zweitkanal die Mega Bowl Challenge, die wir angeben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann checkt wie gesagt gerne Big M TV ab. Lasst euch hier gerne mal ein Lamajun geben. Wir verlosen jetzt noch das eine oder andere Essen für die, die als hier hinkommen. Denn das wurde gerade gesagt, weil ich sag mal, ihr so toll supportet habt, auch in Livestreams. Wurde gesagt, ne, die ersten, die jetzt hier hinkommen und noch ein paar kriegen ein paar Lamajuns auf deren Nacken, vielleicht auf meinen. Und dementsprechend würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sagen, liebe Grüße, ne? Jetzt erstmal von der Lamajun Challenge. Schöne Grüße aus Berlin, von Yunus Emre. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.